Ayubowan an alle! Heute bereiten wir ein Hähnchen Gravy Curry zu, welches ihr am liebsten jeden Tag essen würdet. Wir bereiten dieses Gravy Curry heute mit gebackenen Hähnchen und ohne Kokosmilch. Hierzu haben wir 1 Kilo Hähnchenstücke für 5 Portionen genommen, dann noch ein Zitronengrasstängel, 2 Teelöffel Currypulver, 3 Kardamom, 4 Nelken und Zimt klein zerdrückt, 3 Teelöffel Fleischcurrypulver, je halbes Löffel Fenchel und Kreuzkümmelsamen, 8 Cashewnüsse, 3 Esslöffel geröstete Kokosnuss, eine mittelgroße Zwiebel klein geschnitten, 1 Teelöffel Kurkumapulver, 2 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Chilipulver, 3 Knoblauchzehe und ein kleines Stück Ingwer zusammengehackt, 10 Curryblätter, dann noch 3 grüne Chili oder ein Vogelaugenchili und als letztes ein Pandanblatt klein geschnitten. Lass uns als erstes unsere Hähnchenstücke marinieren. Dazu nehmen wir 1 Teelöffel Chilipulver und geben es dazu. Als nächstes geben wir einen halben Teelöffel Kurkumapulver hinzu. Danach einen Teelöffel Currypulver hinzugeben. Nun geben wir noch einen gehäuften Teelöffel Fleischcurrypulver hinzu. Und nun noch ein Teelöffel Salz. Danach, wie Sie jetzt gerade im Video sehen, alles gut mischen. Wenn ihr fertig seid mit dem Mischen, lassen wir es ca. 30 Minuten ruhen. Bis dahin bereiten wir unsere Paste vor, die unser Gravy Curry sehr schmackhaft machen wird. Dazu geben wir zuerst unsere geröstete Kokosnuss in eine Mühle und dann die Cashewnüsse und zermahlen das Ganze. Mahlen wir sie, bis sie zu einer klebrigen Masse wird. Dann geben wir unsere Tomaten in die Mühle hinzu. Dann geben wir noch 1,5 Teelöffel Fleischcurrypulver hinzu. Als nächstes unser restliche 1 Teelöffel Currypulver hinzugeben. Dann unser restliche 1 Teelöffel Chilipulver. Dann noch unser restliche halbe Teelöffel Kurkumapulver. Zum Schluss geben wir noch 1 Teelöffel Salz hinzu und zermahlen das Ganze. Das ist unsere zermahlene Paste, eine flüssige, da sie geröstete Kokosnuss, Cashewkerne, Tomate, Currypulver enthält, ist die eine sehr, sehr leckere Paste. Lass uns jetzt unsere marinierte Hähnchenstücke backen. Die Hähnchenstücke backen wir im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad für ca. 10 Minuten. So sehen unsere gebackenen Hähnchenstücke nach 10 Minuten aus. Wie ihr seht, haben sie eine sehr schöne goldbraune Farbe bekommen. Denken Sie daran, wir grillen nicht, sondern backen das Ganze nur. Danach die Hähnchenstücke wenden und weitere 5 Minuten backen. So sehen die Hähnchenstücke nach 5 Minuten Backzeit aus. Die Hähnchenstücke von außen sind sehr gut durchgebacken und von innen sehr schön saftig. Zum Backen der Hähnchenstücke haben wir kein zusätzliches Öl genommen, sondern wir haben das Öl der Hähnchenstücke selbst verwendet.
Dadurch, dass wir die Hähnchenstücke nicht frittiert haben, sondern gebacken haben, haben wir auch den Ölgehalt im Hähnchen reduziert. Das macht die Hähnchenstücke schmackhaft und sehr saftig. Wir sind nun mit dem Backen der Hähnchenstücke fertig. Jetzt können wir mit der Zubereitung des Gravy Currys beginnen. Hierzu geben wir wie immer bei mittlerer Hitze 2 Esslöffel Olivenöl. Wenn das Öl genug erhitzt ist, gebe ich die gehackte Knoblauch-Ingwerpaste hinzu. Wenn es anfängt gut zu duften, gebe ich unser Fenchel und Kreuzkümmel hinzu. Nachdem wir alles gemischt haben, geben wir unser zerkleinerte Kardamom, Nelken und Zimtknoten hinzu. Jetzt geben wir unsere Curryblätter hinzu. Danach geben wir unser Pandanblatt hinzu. Dann geben wir noch unser Zitronengras hinzu. Danach die Chili zugeben. Hierbei müsst ihr nicht beide Chilisorten verwenden. Ihr könnt entweder ein Vogelchili oder 3 grüne Chilis hierbei verwenden. Da wir zu Hause scharf essen, habe ich einen Vogelchili und einen grünen Chili hinzugegeben. Jetzt geben wir unsere Zwiebel hinzu. Danach die Mischung für circa eine weitere 1 Minute gut temperieren. Jetzt geben wir unsere schmackhafte Paste hierzu mit der Tomate, Cashew, geröstete Kokosnuss und Currypulver. Mischen Sie die temperierte Mischung und die Paste gut zusammen und lassen Sie es ein wenig kochen. Jetzt geben wir die 200 ml Wasser hinzu. Nach der Zugabe des Wassers kochen wir das Ganze in der mittleren Hitze weiter. Wenn alles gut gemischt und gekocht ist, geben wir unsere gebackenen Hähnchenstücke hinzu. Nachdem wir die Hähnchenstücke hinzugefügt haben, kochen wir das ganze Curry, ohne den Topf zu schließen, bis das Ganze aufkocht. Sobald es anfängt zu kochen, ein wenig umrühren. Wie ihr seht, wird unser Curry dickflüssiger, also ein Gravy. Das liegt an der hinzugefügten Paste von uns. Das lassen wir jetzt für etwa weitere 5 Minuten kochen. Schalten Sie Ihr Herd nach 5 Minuten aus und lassen Sie das Ganze etwas ruhen. Das ist unser schmackhaftes, weniger fettiges Hähnchen Gravy Curry ohne Kokosmilch. Ich weiß, auch Sie werden dieses Hähnchen Gravy Curry sehr lieben, sobald Sie es probiert haben. Wir werden jetzt unser Hähnchen Gravy Curry mal ausprobieren. Wie gesagt, sind die Hähnchenstücke mit einer dicken Currysoße, also mit Gravy, bedeckt. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Probiert es mal aus und gebt uns euer Feedback. Hat euch dieses Video gefallen, dann vergisst nicht auf das Gefällt mir Button zu klicken und uns zu abonnieren. Auf eure Kommentare würden wir auch sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.